Ja, also ich arbeite eigentlich so, dass ich, wenn ich eingeladen werde, die Orte mir anschaue. Also lass mich inspirieren von Orten, aber überwiegend auch von Geschichten. Und in Salzburg war es ganz leicht. Da haben wir dann über Jedermann gesprochen und die Festspiele und dass es so eine Tradition hat. Und daraufhin war schon irgendwie das Thema für mich klar, den Jedermann zu machen, bloß nicht aus der Sicht des Jedermanns, sondern so ein bisschen wie bei Tom Stoppard aus der Sicht von der Buhlschaft. Und ebenso hat mich angeregt die Inszenierung von Jedermann, also dass es vor dem Dom stattfindet und dass der Dom als Wandkulisse wie eine Skulptur wirkt und die Schauspieler sich darin integrieren mit Hilfe einer Bühnensituation und dass das Publikum draußen ist. Das war der erste Punkt, also Jedermann umzumodellieren zur Buhlschaft. Der zweite stärkste auslösende Punkt war die Buhlschaft. Warum die Buhlschaft? Weil die eigentlich, glaube ich, nur 30 Sätze hat, aber es wird ein Terrain drum gemacht, ein Medienterrain, ein inszeniertes Terrain und wichtig war ja immer das rote Kleid und das rote Kleid als Symbol und viele Regisseure wollten das umgehen oder machten das extra und dachte ich mir, ja, ich mache ein Video über die Buhlschaft und über ihre 20 oder 30 Sätze, bloß dass ich diesen Dialog, den wichtigen Dialog, nochmal umgeschrieben habe. Ein Dialog zwischen Jedermann und Buhlschaft. Der dritte Punkt ist halt diese Katakombengeschichte, die ich jetzt nicht machen konnte aus Corona-Sicht, aber das kam mir doch sehr, sehr gelegen. Ich habe es in meinem Studio gedreht und Back to the Roots wieder so eine Art Performance-Film gemacht. Ich habe das mit Lea Dreger gemacht. Die Buhlschaft gespielt hat und ich habe Jedermann gespielt. Der Stollen, den ich erst drehen wollte, gab eigentlich die Form der Installation vor. Also es waren im Stollen Regale, es waren Planken, es waren Steinplatten, es waren Kanonenkugeln, es waren Zementsäcke da. Also sehr grau in grau, sehr dunkel abgelegen. Und daraufhin habe ich reagiert und sagte mir, das könnte ein Materialfeld werden und habe dementsprechend die Planken konnte ich ja nicht nehmen, das waren ja Originale, da habe ich dann die Rinne gebaut. Das bezieht sich auf diese Planken oder Kanonenkugeln, das bezieht sich auch auf diese Bommel, die ich da gemacht habe, die im Regalsystem sind und auch vom Bommel zum Bommelkopf, zum Kopf. Und da schließt sich wieder der Kreis, dann habe ich da meine Porträts da schnitzen lassen. Und alles sehr skulptural und dieses Stück fällt gleich da sehr auf im Vergleich zu meinen anderen Stücken, weil sehr viele Figuren drin vorkamen. Wahrscheinlich auch durch Salzburg ausgelöst und durch den Dom, dass es sehr figurenreich war und dass ich dann eine Nähe spürte, ebenfalls Figuren zu nehmen und zu integrieren. Das Inseldasein hat dann aber auch das Traditionelle und halt der Umgang mit dem Traditionellen und dort wieder eine Linie zu ziehen in unsere Gegenwart. So würde ich das bezeichnen, mit so ein bisschen Schlagobers drauf.